Hallöchen, schön, dass du das Video einschaltest. Ich heiße Dirk und es geht heute um den Jonos Online-Shop. Um genau zu sein, geht es ums Affiliate Marketing. Affiliate Marketing ist nichts anderes wie seine Community teilhaben lassen, seine Fans, seine Follower, um diese als Botschafter des eigenen Unternehmens auch partizipieren zu lassen. Das heißt, wenn ihr eure Freunde, eure Kunden habt, könnt ihr diese mit individuellen Links ausstatten, die zu euren Produkten führen, und es ist für euch nachvollziehbar, wer euch dort geholfen hat, und dementsprechend könnt ihr ganz gezielt kleine Belohnungen, Rabatte für Produkte in eurem Shop ausgeben oder einfach auch finanziell beteiligen, ne? Das wird dann aufgespart und dann kann man sagen: „Hey, so und so viel, wird dann ab so und so viel des Betrages wird ausgezahlt.“ So stelle ich mir das gerade vor. Wie gesagt, es ist quasi ein Unboxing-Video. Ich habe das Programm gerade erst installiert und probiere das jetzt einfach aus, aber allein schon, dass es das für den Baukasten gibt, ist grandios, und deswegen, es geht ja auch hier darum, mit Tools zu arbeiten, die für Anfänger zugänglich sind, und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal zugetraut. Ich kann das jetzt einfach mal frisch installieren, habe natürlich vorher einmal kurz überflogen, um was es geht, und habe auch direkt erkannt: „Hey, da kann ich was zu sagen“, und deswegen mache ich auch das Video. Ne, aber es geht darum, es ist halt einfach übersichtlich, sehr schnell zu installieren. Ähm, Ich gehe jetzt mal kurz in den Shop. Affiliately, Affiliately, schreckliches Wort. So heißt das Produkt, kostet 16 Euro. Man hat einen Monat eine kostenlose Testphase und die nutze ich jetzt hier auch, um das Produkt zu testen. Freue mich natürlich aber auch gerne, wenn Jonos mir die Möglichkeit gibt, ausführlicher mich mit dem Produkt zu befassen. Dementsprechend habe ich auch die Möglichkeit, ein ausführliches Feedback zu erstellen, so wie wir es in der Vergangenheit auch. Von daher auch sowieso Dankeschön, dass ihr für mich recherchiert habt, mir im Prinzip die Arbeit abgenommen habt und für mich die passenden Apps aus dem Angebot für des Jonas Webshops rausgesucht habt und mir dort die Empfehlung gegeben habt. Ich werde mir diese 3 Apps anschauen, fange mit Affiliately an, ähm, und das ging ganz schnell. Ich habe hier drauf geklickt, habe mir natürlich alles angeguckt, und hier sieht man ja auch die Preise dann noch mal, und diese muss dann einfach installiert werden. Man springt dann von hier direkt zum Dashboard der Affiliately-Seite, und dann kommt man einfach direkt in diese Frageroutine rein, die es auch anwendbar macht für Anfänger. Hier gebt ihr die Zieldestination an, eure Webseite, die Währung Currency, das Datumsformat, die Zeitzone. Und hier wird es halt schon direkt interessant, weil es geht ja hier um Tracking, ne? Ihr wollt verfolgen können, wie eure Fans, eure Besucher, eure Follower, wie auch immer Kunden, ne? Ähm, Wie viel damit gearbeitet wird und welcher Erfolg dahinter steht, ne? Haben die Möglichkeit gefunden und haben diese Art Werbung dargestellt, damit halt noch mehr Menschen zu euren Produkten kommen. Das ist der Sinn dahinter, und dort fair halt auch weiter zu verteilen und nicht nur einfach nur die Empfehlung als Dankeschön entgegenzunehmen, sondern auch was wiedergeben zu können. Ich finde, das fühlt sich dann immer besser an, wenn man, ja, und generell seine Community auch mehr mit einbinden möchte in seine Projekte. Also habt ihr hier folgende Möglichkeiten per Link, Coupon, also 'n Gutscheincoupon. QR-Code ist auch super hilfreich für die Arbeit mit Chains, mit der App. Dann SKU, super interessant für B2B, also dem Handel unter Händlern. Und dann haben wir einmal das E-Mail-Marketing, Newsletter-Marketing, wo ihr dann auch eine Variable habt. Diese Prozesse können alle nachvollzogen werden, und darum geht es hier auch. Diese Punkte sind schon jetzt alle mit meinem Online-Shop verknüpft. Das heißt, diese ganze technische Vorarbeit habe ich nichts mit zu tun. Ich kann mich sofort darauf konzentrieren, wie ich jetzt die Webseite gestalte, um Affiliates darauf aufmerksam zu machen: „Hey, wenn ihr mir helft, hier meine Produkte zu vertreiben, dann verdient ihr einfach auch mit.“ Und es geht ja auch um Kooperation zu finden mit anderen Firmen, wo man sich halt nicht ins Gehege kommt, aber was sich schön ergänzen lässt. Und das auf beiden Webseiten zu präsentieren, dafür ist halt so ein Tracking-System, was anderes ist es nicht, ist es halt ideal, um vernünftig zu kooperieren und ernsthaft auch miteinander zu arbeiten und nicht nur darüber zu sprechen, gell? Hier steht auch, all diese Einstellungen können im Nachgang im Affiliate Panel noch angepasst werden. Zeige ich euch gleich kurz. Jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Ich habe alle aktiviert. Hier geht es darum, um datenschutztechnische Einstellungen, die halt wichtig sind. Und darum geht es auch bei Jonos. Dieses System ist integriert, und so wie mit allen Systemen wird auch die wichtigsten Daten werden auf deutschen Servern gehostet sein.
Ich werde das aber noch in Erfahrung bringen, dann auch öffentlich abbilden, halt meine Fragen stellen und, weil das finde ich schon wichtig. Darum wird es auch in der Zukunft gehen. Es wird sehr wichtig sein, sensible Daten da zu halten, wo man auch lebt und nicht auf ausländischen Servern. Das wird eine ganz wichtige Bedeutung haben in der Zukunft. Also, hier stellt ihr die, Kommissionen ein, die ihr ausschütten möchtet an eure Follower, Fans, Kunden. Ich gehe mal die ganze Reihe durch, ne, dass alle benannt werden. Ihr müsst sehen, das ist halt ein ganzheitliches System, ja? Hier die Coupons, das QR-Tracking und hier gezielt nach, den Artikelnummern. Das heißt, es werden keine neuen Felder im Shop aufgebaut, wo ihr dann mit dem Programm auch noch arbeiten müsst. Das läuft alles hier. Das Programm zieht im Prinzip nur die Information aus dem Shop-System per Schnittstelle raus, also das Feld, wo die SKU drin steht und da, wo der Coupon erstellt wird. Mit dem QR-Tracking ist halt neu, das läuft halt separat hier, aber läuft dann auch in Verbindung hier mit dem Produktlink, den ihr erstellen könnt. Weil letztendlich ist ein QR ja auch nur ein Link. Okay, dann gehen wir zum nächsten. Das ist ja dann der letzte Step. Hier sind die Zahlungsanbieter. Und hier könnt ihr die Minimum, so, ich glaube, das habe ich am Anfang auch erwähnt, ist nicht das erste Video. Habe noch nie so ein Unboxing-Video gemacht, so frisch. Deswegen muss ich da ein paar Mal starten. Aber hier könnt ihr einen Punkt setzen, ab wann ausgezahlt wird. Das heißt, ihr habt Unterstützer für eure Produkte, euren Online-Shop und sobald die euch bis zu einen Affiliate-Bonus erreicht haben von 100 Euro, könnt ihr die 100 Euro einfach auszahlen oder als Gutschein für den Einkauf in eurem Shop vielleicht geben. Ne? Wenn ihr einen interessanten Shop habt mit Produkten, die halt vielschichtiger sind, dann ist sowas immer eine super Idee, anstatt das Geld halt selber steuerlich auszahlen zu müssen. Hier könnt ihr bis zur Kryptowährung alles anbieten. Finde ich, habe ich es noch nicht so oft gesehen, also so umfangreich. Auch das Google Wallet, QuickPay. Was haben wir sonst noch hier? Der Banktransfer, Swift ganz normal. Das wird sicherlich die günstigste Alternative sein, könnte ich mir vorstellen. PayPal ist zwar flexibler, aber hat natürlich auch mit höheren Gebühren zu tun. Hier erstellt ihr eure Registration Form. So läuft das auch ab. Das heißt, ihr baut hier so euer Kontaktformular auf. Im Detail weiß ich noch nicht, wie das geht. Gucke ich mir in Ruhe an. Wenn ihr dazu auch vielleicht direkt was wissen wollt, lasst mir das gerne in die Comments. Dann mache ich darüber auch ein Video, wenn ich das hierfür einrichte. Und damit kann man sich halt auch als Affiliate für euren Shop registrieren. Das heißt, ihr habt einmal dann die Registration zu eurem Shop und dann habt ihr einmal noch die Registration als Affiliate. Das könnt ihr entweder verbinden, indem ihr dieses Kontaktformular, dieses Widget, anders wird es nachher auch nicht ausgegeben sein, irgendwie ein Zeilencode, ein Div, was dann per Copy und Paste in ein HTML-Modul im Shop oder auf der Webseite hinterlegt wird. Und dann könnt ihr einmal entscheiden, ob es die Affiliate-Anmeldung möglich ist als noch nicht Kunde des Webshops oder ihr lasst diese Affiliate-Anmeldung erst möglich werden, sobald man sich bei euch die Besucher oder potenzielle Kunden sich bei euch im Shop registriert haben. Ihr könnt beide Varianten wählen. So, und dann war's das. Private Affiliation Registration Form. Ne? Hier habt ihr, okay, das muss ich mir angucken. Hier kann man dann, ich denke mal, das ist das, wovon ich gerade geredet habe, dass man das einmal halt privat im Shop abbildet oder öffentlich direkt auf der Website. Könnte ich mir vorstellen. Finish, das war's schon. So, und wenn ihr euch dann eingeloggt habt, dann kommt ihr ins Dashboard. Ihr habt die Möglichkeit, 50 Affiliates mit einzutragen in euer System. Die muss man erstmal, also wenn es ganzheitlich gemacht wird, dann hat das auch für euch als Affiliate Manager in dem Fall, für euren eigenen Shop, hat das halt auch viel damit zu tun, dass ihr den Affiliates Möglichkeiten gibt, Banner, Material, um die zu versorgen, damit die möglichst leicht eure Produkte weiterverkaufen können. Oder wenn ich jetzt an meinen Bastel-Großhändler denke, da sind ja saisonal immer unterschiedliche Produkte. Also immer wieder neue Banner, neue Produktangebote, neue Angebote und halt neue Links, die ihr euren Affiliates dann bereitstellen könnt. Deswegen unterschätzt diese Arbeit nicht. Die ist schon umfangreich, aber super effizient und effektiv, weil die eure Fans, Kunden, Follower einfach zu Botschafter macht, eurer Produkte, eurer Dienstleistungen. Ihr dürft nicht vergessen, im Jonas Shop könnt ihr auch Dienstleistungen anbieten, also digitale Produkte, Magazine, wie auch immer, Abos quasi einrichten und so ist das Affiliate auch gedacht. Ihr könnt einstellen, Affiliate, also diese Ausgabe, die Provision, die ihr bekommt, direkt beim Abschluss, aber auch wenn Abos angeboten werden.
dass dann sobald halt monatlich immer wieder ein Preis abgebucht wird, bekommt der Affiliate, worunter der neue Kunde geworben worden ist, bekommt halt jedes Mal automatisch die Provision, ohne dass ich als Affiliate Manager mich darum kümmern muss. Und das ist halt super wichtig, dass diese Prozesse auch automatisch laufen. Hier habt ihr eine Anzeige, eine Statistik darüber, wer generell die Produkte sich angeschaut hat. Ist aber ganz oberflächlich. Dafür ist der Ranking Code schon besser, dass man sieht, welche Produkte betrachtet worden sind. Hier gibt es aber einfach nur eine grobe Übersicht, um sich zu schauen, okay, jetzt gehe ich mal in den Ranking Coach, weil hier sich viel getan hat zum Beispiel. Ne? Hier sind das ist halt interessant, hier seht ihr, wie viel Kommission ihr oder wie viel Umsätze generiert worden sind. Und das war es aber auch schon. Wichtig ist, dass man das alles exportieren kann. So, jetzt gehe ich mal zum nächsten Punkt. Ich will mich nicht so lange aufhalten, dass das Video nicht so lange wird. Hier führt ihr eure ganzen Affiliates auf. Und das Schöne ist, und jetzt kommt der Clou und absolut genial ist, ihr habt zu jedem Affiliate habt ihr eine Einstellungsmöglichkeit. Ihr könnt jeden Affiliate unterschiedlich und fair behandeln. Wenn einer wirklich sehr fleißig ist, dann finde ich, hat derjenige es auch verdient, dass der einen besonderen Bonus bekommt, eine besondere Aufmerksamkeit. Ich meine, darum geht es ja, ne? Sich gegenseitig zu unterstützen. Das finde ich eine super Möglichkeit, ganz individuell mit den Affiliates umzugehen. Earnings ist halt alles auf Englisch, ne? Aber hier seht ihr eine schöne Übersicht, was die einzelne Person mit dem individualisierten Link für euch getan hat, wie weit diese euch unterstützt habt. Und hier könnt ihr alles einstellen. Ihr könnt hier auch Kommentare hinterlegen, Informationen für den Affiliate. Ist super hilfreich. Hier sind vergangene Zahlungen an den Affiliate. Hier habt ihr nochmal eine Statistik, eine Einzelstatistik und hier kann man auch wieder Datum und Zeit eingeben. Was haben wir hier? Detailed Stats. Das ist dann nochmal detaillierter und kann man sich immer wieder als exportieren als CSV, was wirklich sehr hilfreich ist. Okay. Mal gucken, ob es noch mehr zu sehen gibt. Hier sind die ganzen, also ihr habt ja dann, wenn es positiv läuft, maximal 50 Affiliates und die werden dann die einzelnen Aufträge mit einer jeweiligen Kennung passend zum Affiliate werden dann hier abgebildet. Kreatives ist auch ein wichtiger Punkt. Hat jetzt irgendwie eine Fehleinstellung, da ich noch einen Adblocker irgendwo habe. Aber letztendlich werden dort die Produktfotos in eurem Shop hundertprozentig hier abgebildet. Das wird damit zu tun haben. Ich muss nur gucken, woran es gerade liegt, warum der das jetzt noch nicht macht. Schön wäre es natürlich auch, wenn ich individuell Banner erstellen könnte und die hier für die Affiliates hinterlegen könnte. So, was haben wir hier? Sind die Settings, die gerade beim Vorab, bei den 3 Schritten, kann man hier nochmal alles separat einstellen. Und es ist schon sehr, sehr umfangreich. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt im Shop einen verschiedenen Status. Einmal für den bezahlten, unbezahlten, incomplete, in Bearbeitung. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mit dem Shop arbeitet. Und hier könnt ihr quasi zu jedem Vorgang, je nachdem, wo der Kunde aussteigt oder durch welchen Punkt er erreicht, könnt ihr Bonis und Provisionen hinterlegen. Das finde ich alles sehr spannend. Ich muss mir das alles aber noch angucken. Hier kommt man jeweils immer noch zu einem anderen Bereich, aber die will ich jetzt hier nicht zeigen. Promote your program on our side. See Options. Das muss ich mir doch eben angucken. Okay, wow. Also hier können sogar kleine Anzeigen geschaltet werden. Hier seht ihr die Kategorien. Das sind die ganz normalen Google-Kategorien, würde ich jetzt mal tippen, die man auch im Merchandise-Marketing angeboten bekommt. Google hat da so eine Liste, da stehen halt zu den Nummern, die gibt es schon ewig. Und dort weist man dann die Produkte den Marketplaces zu und die werden dann halt in Google Shopping anzeigen, weil man ja auch Ads mit ja auch noch schalten kann. Kommt da alles zusammen. Ich weiß, dass viel Information, ich hoffe, euer Kopf raucht noch nicht. Aber ich versuche es immer ein bisschen ganzheitlich darzustellen. Wenn ihr dazu Fragen habt und Dinge nicht versteht, scheut euch nicht da, mir die Frage zu stellen unter den YouTube-Videos. Und wenn ihr nicht öffentlich kommunizieren wollt, dann besucht gerne meine Service-App, die ich genau dafür aufgebaut habe, um einen geschützteren Bereich zu haben, wo man sich einloggen muss. Und wo dann ein Forum besteht, was moderiert wird, wo ein bisschen darauf aufgepasst wird. Ich meine, auf meinem YouTube-Kanal passe ich ja auch auf. Es ist ja auch nicht viel anders, aber es ist eine Möglichkeit, auch enger mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wirklich Interesse haben, mit mir zusammen was aufzubauen. So wie die Hamburger Freunde, mit denen ich jetzt auch versuche. Und so bin ich jetzt auch zum Affiliate-Marketing gekommen, weil es darum geht, dass wir alle zusammen was zusammen machen sind. Alles Unternehmer und Unternehmerinnen, die zusammen gerne so unabhängig wie möglich ihr eigenes Affiliate-System aufbauen möchten. Also ich erstmal den Hut vorziehe, weil dazu gehört halt viel Arbeit, aber es macht auch verdammt viel Spaß. Okay, gut. Ich würde sagen, das reicht.
Account. Das sind jetzt hier noch Integrate Stuff, wo man dann halt die Details zu seiner Webseite sieht. Ich würde sagen, ich hoffe, ich habe das erklären können, was Affiliate ist, für die, die es nicht kennen. Und welche Neuerungen es halt auch, oder gibt es ja vielleicht schon länger die App, aber die ich jetzt für mich entdeckt habe im Zuge des Projektes. Und so mache ich auch meine Videos immer dann, wenn ich gerade aktiv an Dingen arbeite, erstelle ich Videos. Und das kann auch schon mal sein, dass Dinge pausieren, weil halt es gerade dort nicht vorwärts geht. Welche Gründe auch immer. Deswegen habt da ein bisschen Nachsicht, wenn ich Videos ankündige und die kommen vielleicht erst viel, viel später und zwischendurch kommen auch nochmal andere Videos. Dafür abonniert doch vielleicht einfach den Channel. Ich trage ja die Videos immer mit dem passenden Titel, kein Clickbait oder so, ne? Also bei dem Titel könnt ihr euch verlassen, dass ihr das seht, was auch dahinter steht. Und das ist dann auch zu sehen, auch wenn ich immer ausschweife. Aber manchen Leuten gefällt das sogar, wenn man mir einfach zuhört, weil ich mag halt diese gecutteten, schnellen Videos alle nicht. Und bei mir muss man sich halt ein bisschen Zeit nehmen. So, von daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Halloween und haltet die Süßigkeiten bereit. Die Kinder werden sich freuen. Und ich mein Gott, es ist zwar kein traditionelles Fest, aber die Kinder haben Spaß daran. Deswegen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Dirk. Bye, bye. Ciao. Save the planet!